Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in welchem ich euch die Qualität der Rückfahrkamera im Kia Proceed GT Modelljahr 2020 vorstellen möchte. Ich habe die Rückfahrkamera in mehreren Situationen gefilmt, am Tag, in der Nacht mit Straßenbeleuchtung und in meiner Tiefgarage. Selbst mit verschmutzter Linse konnte ich Aufnahmen tätigen. Zum Schluss sieht man dann noch eine LED-Kennzeichenbeleuchtung bei Nacht, welche ich mir nun eingebaut habe. Auch einen direkten Vergleich mit der originalen Halogen-Kennzeichenbeleuchtung zeige ich euch hier. So könnt ihr sehen, ob sich der Tausch lohnt. Als erstes sehen wir die Rückfahrkamera ganz normal am Tag, wobei der Himmel hier bedeckt ist. Leider gab es während der Aufnahmen nie richtig Sonne. Bei Sonne ist das Bild dann natürlich nochmal etwas besser. Ich fahre in jeder Aufnahme immer ein Stück zurück und lenke dabei, damit man auch die mitschwenkenden Linien sieht. Dann fahre ich wieder ein Stück vor. Hier sieht man dann bei Einlegen des Vorwärtsganges, dass das Bild der Rückfahrkamera sofort verschwindet. Nun sind wir bei mir in der Tiefgarage. Hier gibt es eine Beleuchtung vor meinem Stellplatz, also wenn ich rückwärts einparke, noch vor meiner Motorhaube, welche in Richtung des gegenüberliegenden Stellplatzes leuchtet. Somit ist mein Stellplatz nur indirekt beleuchtet. Hier nun eine Nachtaufnahme, bei der in der direkten Umgebung keine Straßenbeleuchtung oder ähnliches vorhanden ist. Hier sieht man nun, wie viel der Rückfahrscheinwerfer hilft, sowie die Kennzeichenbeleuchtung. Hier gab es einen kurzen Aussetzer, sogar die Scheinwerfer waren kurz aus, was auch immer da los war. Des Weiteren trete ich natürlich öfters auf die Bremse. Okay, ich habe Automatik, somit fahre ich in den Aufnahmen nur mit dem Bremspedal. Also somit hilft auch das Bremslicht noch etwas bei der Beleuchtung. Wie man sieht, ist das Bild nicht wirklich gut, man kann aber ein bisschen erkennen. Wobei ich dazu sagen muss, in der Aufnahme kommt es mir noch etwas dunkler vor als in echt. Aber in echt ist es nicht viel besser. Wenn wir nachts eine Straßenbeleuchtung haben, ist das Bild natürlich besser. Hier sieht man vor allem weiter entfernte Sachen deutlich besser. Und da es hier gerade regnet, kann man auch gleich sehen, wie das Bild bei Regen ist. In den 3 folgenden Aufnahmen zeige ich euch, was eine verschmutzte Linse bei der Rückfahrkamera ausmacht. Da die Kamera ungeschützt ist, das habe ich euch am Anfang des Videos gezeigt, kann diese bei Regen und anderen Außeneinflüssen natürlich verschmutzen. In diesem Fall habe ich nun getrockneten Dreck vor der Linse, welche die Sicht natürlich sehr beeinträchtigt. Das zeige ich euch hier gerade bei Tag und gleich auch noch in der Tiefgarage sowie bei Nacht.
Hier habe ich nun eine LED-Kennzeichenbeleuchtung verbaut. Welche genau das ist, da packe ich euch einen Link in die Beschreibung. Man kann direkt sehen, dass die LED-Kennzeichenbeleuchtung eine viel stärkere Lichtleistung bietet und den Boden hinter dem Heck sowie das Kennzeichen gut ausleuchtet. Auf der Kamera ist das Kennzeichen überbeleuchtet, sowie oben links und rechts sieht man weiße Flecken. Ansonsten kann ich nur sagen, dass die LED-Kennzeichenbeleuchtung bei Nacht schon etwas ausmacht und man vor allem direkt hinter dem Fahrzeug besser sieht. Aber weiter entfernte Sachen werden natürlich nicht heller. Nun noch der direkte Vergleich zwischen LED- und Halogen-Kennzeichenbeleuchtung. Links seht ihr LED und rechts Halogen. So könnt ihr euch, denke ich, einen guten Eindruck machen. Wobei man hier den Unterschied machen muss, dass der Boden rechts nasser war. Wobei ich es lustig finde, dass ich die beiden Aufnahmen an verschiedenen Tagen gemacht habe, aber zur exakt selben Uhrzeit. Ist mir auch jetzt erst beim Schneiden aufgefallen. Der Ton kommt übrigens von der linken Aufnahme. Dann zeige ich euch hier nochmal die LED-Kennzeichenbeleuchtung zusammen mit vorhandener Straßenbeleuchtung. Als nächstes zeige ich euch die LED-Kennzeichenbeleuchtung dann noch in der Tiefgarage, bevor ich zum Schluss noch einmal kurz in die Einstellungen der Rückfahrkamera springe. Zum Schluss zeige ich euch dann noch kurz die Einstellungen, welche man oben rechts über den Einstellungsbutton aufrufen kann. Hier kann man, wie man sieht, die Helligkeit und den Kontrast ändern. Die obere Option ist nicht einstellbar, dies ist vielleicht mit dem automatischen Tag- und Nachtwechsel des Displays verbunden. Ich habe die Werte bisher nie geändert und auf 0 belassen. Hier in der Tiefgarage sehe ich jetzt auch nur minimale Unterschiede. Vielleicht tut sich ja draußen etwas mehr. So, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und ich euch einen Eindruck der Rückfahrkamera vermitteln konnte. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.